auf Erden. And all through the New Testament we understand the kingdom of God comes only with a birth. Und überall im Neuen Testament verstehen wir, dass das Reich Gottes nur durch Geburt hervorkommen kann. Jesus said, no one can enter the kingdom of God unless he is born again. Jesus sagt, niemand kann in das Reich Gottes hineinkommen, es sei denn, er ist von neuem geboren. That is true of every individual. Und das trifft bei jeder Einzelperson zu. But it also will be true of the whole human race. Aber es wird auch zutreffen für die gesamte menschliche The Rasse. human race will not enter into the kingdom of God without a birth. Die menschliche Rasse wird nicht in das Reich Gottes hineinkommen ohne eine Geburt. And the birth will be preceded by labor pains. Und dieser Geburt werden Geburtswehen vorausgehen. And verse 7 describes, I believe, the beginning of the labor pains. Und Vers 7, so glaube ich, beschreibt den Anfang der Geburtswehen. And we have already read it, but we'll look at it again. Und wir haben das schon mal gelesen, wir werden es aber nachher nochmal anschauen. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences and earthquakes in various places. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. My friend Lance Lambert has said to me, Mein Freund Lance Lambert hat zu mir gesagt, he believes that World War I was the beginning of the birth pangs. er glaubt, dass der Erste Weltkrieg der Anfang der Geburtswehen war. And I think that is very probably correct. Und ich glaube, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit zutreffend ist. And there are two kinds of wars that are spoken of. Und es gibt zwei Arten von Kriegen, von denen hier die Rede ist. Nation against nation Ein Volk gegen das andere and kingdom against kingdom. und ein Königreich gegen das andere. I believe the second war is what you would call a political war. Ich glaube, dass der zweite Krieg etwas sein wird, was wir als politischen Krieg It's a bezeichnen. war to achieve political domination. Ein Krieg, um politische Vorherrschaft zu erzielen. And both the First and the Second World Wars were of that kind. Und beide, der Erste und der Zweite Weltkrieg, waren Kriege dieser Art. But the other kind of war is different. Aber der andere Krieg ist anders. It says nation against nation. Da heißt es ein Volk gegen das andere. But the Greek word for nation is ethnos. Aber das griechische Wort für Nation oder Volk ist hier Ethnos. And so these are ethnic wars, Das heißt, dies sind ethnische Kriege, not political wars, nicht politische Kriege, but wars where one ethnos, one tribe will not live together with another. sondern Kriege, wo ein Volksstamm nicht bereit ist, mit dem anderen zusammenzuleben. And if there's one thing that's filling the pages of the newspapers today, Und wenn es heute irgendwas gibt, was die Seiten der Zeitungen ausfüllt, it is precisely that. ist es ganz präzise das. Ethnic wars. Kriege unter Volksstämmen. Yugoslavia is an example. Jugoslawien ist ein Beispiel dafür. Much of the CIS is an example. Viele Kriege in der GUS sind ein Beispiel. Nigeria is an example. Nigeria ist ein Beispiel. Many other African countries are an example. Burundi is one. Viele andere afrikanische Nationen, Burundi ist eines. Gradually speaking, gradually the world is being filled with ethnic wars. Schritt für Schritt wird die Welt angefüllt mit solchen völkischen Kriegen. And these are the beginning of birth pangs. Und das ist der Anfang der Geburtswehen. Now, how you will react to all this depends on what you're waiting for. Nun, wie man auf all das reagiert, hängt davon ab, worauf man wartet. If you just want an easy life with the opportunity to make plenty of money, then this will disturb you. Wenn du einfach nur ein leichtes Leben haben willst und dabei die Gelegenheit, ordentlich Geld zu machen, wird dich das verstören. But if you want a baby to be born, Aber wenn du willst, dass ein Baby geboren wird, you have to be realistic. dann musst du realistisch sein. It cannot come without birth pangs. Es kommt nicht ohne Geburtswehen. And when a young couple get married, Und wenn ein junges Paar heiratet and then the wife becomes pregnant, und die Frau dann schwanger wird and the birth pangs begin, und die Geburtswehen anfangen, the husband does not phone the doctor dann ruft der Ehemann nicht den Arzt an and say, "Doctor, something terrible has happened to my wife. und sagt, Herr Doktor, mit meiner Frau ist was Schreckliches passiert. She's terribly swollen, Sie ist total aufgeschwollen and she has terrible und pain. jetzt hat sie furchtbare Schmerzen. Come and give us something to stop all this."
this. Kommen Sie und geben Sie uns was, um das alles aufzuhalten. No, he wants a baby. Nein, er will das Baby haben. And he and his wife are prepared to go through the birth pangs. Und er und seine Frau sind bereit, durch die Geburtswehen And durchzugehen. so it is with those of us who are waiting for the kingdom of God. Genauso ist es auch bei denen von uns, die auf das Reich Gottes It warten. will not come without the birth pangs. Es wird nicht kommen ohne die Geburtswehen. And when we see the birth pangs, we are not frightened. Und wenn wir die Geburtswehen sehen, sind wir nicht beängstigt. We don't think things have gone wrong. Wir denken nicht, jetzt ist was daneben gegangen. We say, praise God, a baby is coming. Wir sagen, Preis sei Gott, da kommt ein Baby an. How do you react? Wie reagierst du? It's a personal decision for every one of us here. Es ist eine persönliche Entscheidung für jeden Einzelnen von uns But the hier. way you react will tell you where your heart is. Aber wie du darauf reagierst, wird dir zeigen, wo dein Herz steht. Are you longing for the kingdom of God? Sehnst du dich nach dem Reich Gottes? Or do you just want to get the most possible out of this life? Oder möchtest du einfach das Größtmögliche aus diesem Leben rausholen? Here is a dividing line. Hier ist eine Trennungslinie. Now let's go on with this chapter. Fahren wir fort in diesem Kapitel. Verse 9. Vers 9. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Now when Jesus says you, who is he talking about? Wenn Jesus sagt ihr, von wem redet er denn da? He's talking about us. Er redet von uns. This is not good English, Das ist kein gutes Englisch, but you is us. aber du heißt uns. Oder ihr heißt Euch uns. ist uns, yes. Are you aware of that fact? Seid ihr euch dieser Tatsache bewusst? This is part of the birth pangs. Das ist Teil der Geburtswehen. Christians will be hated by all nations. Die Christen werden gehasst werden von allen Völkern. And then it says in verse 10, then many will be offended and will betray one another and will hate one another. Und dann heißt es in Vers 10, dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Many Christians will give up their faith under the pressure. Viele Christen werden unter diesem Druck ihren Glauben aufgeben And to save their lives, they will betray their fellow Christians. und werden, um ihr Leben zu retten, ihre Mitchristen verraten. There are many nations east of us in which this has been happening. Und es gibt viele Nationen östlich von uns, wo sowas schon passiert ist. Let us all take warning. Lasst uns das allen eine Warnung sein. And then it says in verse 11, Und dann heißt es in Vers 11, then many false prophets will rise up and deceive many. und es werden viele falsche Propheten sich geben und werden viele verführen. I'm not sure if it was in Düsseldorf or here that I pointed out this, Ich bin nicht sicher, ob das in Düsseldorf war oder hier, wo ich Folgendes aufgezeigt but habe. I'll say it again anyhow. Ich sage es trotzdem nochmal. In a period of national and spiritual decline, In einer Zeitperiode nationalen und geistlichen Verfalls there will be a proliferation of false prophets. wird es eine Wucherung von falschen Propheten geben. It was true in the days of Elijah. Traf schon zu in der Zeit von Elia. There was one true prophet and 850 false prophets. Da war ein echter Prophet und 850 falsche Propheten. A little later, with the prophet Micaiah, Ein bisschen später beim Propheten Micha there was one true prophet, gab es einen echten Propheten, 400 false prophets. 400 falsche Propheten. And in the time of Jeremiah, Und in den Zeiten Jeremias, when Jerusalem was nearing its destruction, als Jerusalem seiner Zerstörung we zusteuerte, only know of one true prophet, da Jeremiah. wissen wir nur von einem einzigen echten Propheten Jeremia. But there were multitudes of false prophets. Aber es gab Unmengen von falschen Propheten. Now I will say something that may shock you. Jetzt werde ich was sagen, was euch vielleicht schockiert. I believe today that there are far more false prophets than there are true prophets. Ich glaube, dass es heute viel mehr falsche Propheten gibt als echte. And I'm talking about the charismatic movement. Und ich rede hier von der charismatischen Bewegung. I believe it's full of false prophets. Ich glaube, sie ist voller falscher Propheten. So you can meditate on that and pray about it. Da dürft ihr drüber nachdenken und beten. I could give you a long list of Ich examples, könnte euch eine lange Liste von Beispielen but geben. I'm not going to do that. Das werde ich aber jetzt nicht machen. Then it says in verse 12, because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Und dann heißt es in Vers 12, weil die Ungerechtigkeit oder Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten.
We are living in a time when lawlessness abounds. Wir leben in einer Zeit, wo Gesetzlosigkeit überhand nimmt. In every major nation of the earth, there is a tremendous increase of crime. In jeder größeren Nation der Erde ist ein gewaltiges Anwachsen der Verbrechensrate zu And sehen very little respect for law. und sehr wenig Respekt vor dem Gesetz. And we need to take care to ourselves, Und wir müssen auf uns selbst Acht geben, because Jesus warns us. denn Jesus warnt uns, Lawlessness can produce lovelessness. Gesetzlosigkeit